Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video im Kanal. Heute spielen wir wieder Omni 2, der Omnibus-Simulator. Heute sind wir auf der Linie 136 von Bennstein S-Bahnhof nach Löwenhaus unterwegs. Und ich würde mal sagen, wir setzen uns in den Bus, wir haben gleich schon Abfahrt und müssen dann gleich schon abfahren. Wir haben jetzt, ich glaube, 8:11 Uhr, das heißt um 8:12 Uhr ist Abfahrt. Machen wir mal Licht im Bus an, dass wir auch das Licht haben. Ich muss gerade kurz gucken, wo die Klimaanlage ist. Die sitzt nämlich hier vorne. Ich bin den Bus halt schon lange nicht mehr gefahren. So, machen wir mal Klimaanlage an. An ist. So, machen wir mal uns Auto-Kneeling an. So, unsere Anmeldedaten einmal eingeben. So. Perfekt, dann die 136. Heute sind wir mal im Solobus unterwegs. Bei Bennstein S-Bahnhof. ja, wir können auch schon den Bus anschmeißen. Und können dann auch schon losfahren tatsächlich. Sie müssen sogar schon losfahren. Wir müssen in dieser Haltestelle, nämlich ich habe mich gerade von dem SEV irritieren lassen. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Guten Tag, hallo. Hi. So. Moin. Moin. Morgen. Morgen. Mahlzeit. Mahlzeit. Eine Busfahrt bitte, guter Mann. Das ist ganz normal. Haben wir so mit schneller geht. Sammeln wir das ein und dann würde ich mal sagen, auf gehen wir und dann fahren wir direkt mal los. Will noch jemand einsteigen? Ne. So, dann fahren wir mal hier rum. Ich hoffe, das war jetzt richtig viel. So. Wir dürfen mich nicht im Bordstein mitnehmen, wie in der letzten Folge. Da haben wir nämlich den Bordstein mitgenommen. Das war nämlich nicht so gut. Im Gretchen. So, aber diesmal schaffen wir das. Diesmal machen wir das besser. Diesmal fahren wir besser. Sie können ja kaum die Spur Können Sie halten. sich nicht mal ein bisschen Mühe geben? Entschuldigung. Und nicht für eine Achterbahnfahrt bezahlt. Oh, Dankeschön. So. Haben wir jetzt mal kurz ein Thumbnail gemacht. Mag der Busfahrer seinen Beruf nicht? Warum ist er so grimmig? Mann, ich bin nicht grimmig. Ich habe einfach mich nur verfahren, beziehungsweise bin zu weit auf die Kreuzung gefahren. Kann mal eben passieren. Hier will scheinbar keiner einsteigen, dann fahren wir nicht durch. Wir haben scheinbar heute mal einen rasanten Fahrstil drauf. Aber wir kriegen das schon hin, dass wir hier richtig fahren. Also wenn Sie jetzt nicht anständig fahren, dann rufe ich die Polizei. Da besteht ja eindeutig der Verdacht, dass Sie Drogen konsumiert haben. So hektisch wie Sie sind. Das Problem ist halt, Leute, wir sind lange kein MAN mehr gefahren. Ich fahre eigentlich nur, ja, C2. Und das ist das Problem. Ein MAN hat eine ganz andere Federung und auch ein ganz anderes, ja, ganz andere Fahrphysik als, hier, ein C2. Das ist ja das Problem. Ich muss mich ja wieder an MAN gewöhnen. Aber auch das kriegen wir in diesem Video hin. Das wird schon unser kleinstes Problem sein. So. Oh, wir sind einmal Brüll. Ja. Brüll? Nee, wir sind Brüll? Oh, nee, das ist spät. Das ist nämlich genau das, was ich meine bei MAN. Das ist halt ein bisschen anders. Da wird das Plus angezeigt für Verspätung. Und unsere Verfrühung wird dann anders angezeigt. Hochflur. Aber das kriegen wir auch hin, dass Sie da verstehen. Das ist nicht das Problem bei uns tatsächlich. So. Oh, richtig sitzen.
So, also einsteigen bitte. Heute sind wir mal tatsächlich im Solobus unterwegs, weil es halt keine lange Linie ist. Ich dachte, komm, dann passt heute gut der Solobus dazu. Am Tagsüber passt dann der Solobus. Das ist nicht so das Problem. Ist Nachmittag, würde ich sagen, wir nehmen einen Gelenkbus. Aber Solobus reicht auch vollkommen. Oh, wir haben sogar, glaube ich, das mitgenommen. Das war jetzt nicht unsere Absicht. Aber, passiert ja nochmal. Wir haben aber eigentlich einen sehr guten Fahrstil, was man so nennt. Man letztens ja gesehen. Ja gut, oh gut, jetzt wieder ein Bahnübergang. Ich hoffe, der ist natürlich, der ist offen. Das werden wir dann halt. Fuchsbau. Okay. Die Linie geht halt auch nicht lange, die geht glaube ich in 15 Minuten dann. Aber ja, irgendwie ist der Spiegel geworden. Mal langsam mit fahren. Aber auch das kriegen wir hin. Das ist für uns kein Problem. Das ist doch halt Klacks. Das ist viel länger geworden. Ja. Der friert jedes Mal ein, ich denke mal wegen FPS. Damit das nicht abstürzt, die FPS-Zahl. Also sind wir laut dem Bus schon im Hellen. Für den Bus schon zu hell, dass er das Licht nicht mehr anmacht. Aber das soll uns nicht stören. Wir wissen, wie wir fahren müssen. Hallo. Fahrer bzw. die Fahrgäste sind scheinbar stumm. Die können nicht mit mir sprechen oder die wollen nicht mehr mit mir sprechen. Wir wissen, glaube ich, wer hier am Steuer sitzt. Wir werden es aber das Beste daraus machen. Gewerbegebiet Osterfeld. Die Ansagen sind übrigens nicht von mir gemacht, sondern die kann man so herunterladen in der OMSI Webdisk. Müsst ihr einfach mal Ruhrbahn-Ansagen Alheim V5 eingeben und dann werden die euch schon rausgeschmissen. Müsstet ihr darunter was finden. Ich hoffe mal, dass ihr darunter dann was findet. Aber wir werden hoffentlich diese Fahrt besser abschließen als die letzte. Ich hoffe es einfach mal. Weil in der letzten Fahrt, beziehungsweise der Anfang dieser Fahrt... Oh, habe ich jetzt den Blinker gesetzt? Ja, also was Fahren angeht, dann müssten wir aber nochmal wirklich üben. Und Fahren haben wir scheinbar wirklich keine Ahnung. So. Mal reinsteigen. Und Fahren haben wir schon mal wirklich überhaupt keine Ahnung. Also der Blinker geht von alleine aus. Okay, auch praktisch. Also wenn er von alleine ausgeht, brauchen wir den nicht mal ausknipsen. So. Oh, hier ist Ikea. Edeka und Aldi. Oder auch immer auf Ikea kam. Wie gesagt, kurze Linie. Und da sie sehr kurz ist, passe sie heute ins Videoformat. Ich muss halt die Karte hier ein bisschen nachladen. An der Stelle war ich mich überhaupt noch nicht. Aber ich muss sagen, es läuft tatsächlich flüssiger als bei uns Lemmental letzte Woche. Das lief überhaupt nicht flüssig. Warum auch immer. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Ich weiß gar nicht, dass man noch so, dass immer ein ausgeht. Also, dass er ausschaltet dann. Den Motor. Ich weiß nicht mehr, ob das hier in dem, weil er ein Update gekriegt hat, ob das immer noch hier so ist, dass der Motor von alleine ausgeht. Ich glaube, der Motor jetzt mittlerweile anbleibt. Wenn man das nicht, damit die Polizei nicht meckern kann. Damit die Polizei nicht von uns meckern kann. Morgen. Morgen. Hallo.
Meine Kinder waren gerade näher. Nicht auf der anderen Seite sein. Ja, einmal geht der Bus aus. Ist aber auch nicht so dramatisch. So. Wir sollen den Blick am direkt anlassen. Wir direkt nicht herumfahren. Wir müssen nicht viel die Straße nehmen. Und wir fahren auch sehr feinfühlig, so dieses Sportflügsam, sondern feinfühlig. Ich habe gerade gedacht, da ist irgendwie so ein Texturfehler im Haus, weil das Haus nämlich so eine weiße Stelle hatte. Aber das war tatsächlich das zählt zum Haus. Gut, weiß ich jetzt mehr. 30, wir fahren glaube ich 40. Wir fahren sogar 20, sogar unter dem Durchschnitt, was wir eigentlich fahren dürfen hier in der Straße. Gut, jetzt braucht es ein bisschen länger manchmal, das Laden. Na komm, Blinker gern. Morgen. Morgen. Moin. Moin. So, dann geht es jetzt weiter, nämlich unsere Route direkt Richtung Osterfeld-Kirche. Müssen wir, glaube ich, sogar wenden, wenn ich es auf der Karte richtig sehe. Osterfeld, Kirche. Oh, schnell gedreht. Aber ist nicht schlimm, hier kommt uns also am frühen Morgen noch kein Verkehr entgegen. Die meisten sind in der Schule. Wir fahren gerade zur Schule. Das ist unser Vorteil, dadurch sind die Straßen menschenleer hier. Das heißt, wir haben kein Problem mit irgendwem hier. Und ja, man halt leere Straßen komplett. Und auch keine Verspätung tatsächlich dadurch. Höchstens volle Haltestellen, aber das ist, glaube ich, das Mindeste. Hi. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Wir können alle nicht sprechen, der Rest. Das ist wunderbar. Ich mich auch alle mit mal. Ich fahre nur für euch, ich bin nur ein Aushilfsfahrer, der hier fährt. Aber wir müssen hier drehen. Okay. Nee, wir müssen nur drauf fahren, weil wir können da überhaupt nicht drehen. So, damit mal links. Oh, da kommt jemand. Sehen. Ist da noch jemand? Ja. Leute, das passiert am frühen Morgen, wenn die Menschheit nicht aufpasst. Dann hat man solche Leute, die dann einem die Vorfahrt nehmen. Darauf müsst ihr wirklich morgens immer achten, weil es gibt immer Leute, die einem die Vorfahrt nehmen wollen. Ganz schnell. Wenn es braucht, rein. Dann stehe ich nämlich bis morgen nochmal hier. Will ich in dem Sinne auch nicht. Ich will ja... Oh, wir fahren zu schnell. Hier ist 30. Ich will halt jetzt auch nicht Ärger kriegen damit. Deswegen fahren wir lieber so, wie wir fahren sollen. Dann kriegen wir auch keinen Ärger bis nicht. Sportplatz. Sportplatz. Waldlehne. Okay. Ich hätte gedacht, das ist gar keine so lange Linie, aber doch, die geht etwas länger tatsächlich. Ist aber nicht so schlimm, dann hat man ein bisschen Sightseeing, sowieso. Hier kann man kostenlos mitfahren hier im Bus. Natürlich nicht im Spiel im Bus, aber ihr könnt dann am Bildschirm zu Hause hier kostenlos mitfahren. Und seht da mal was. Und dann werden wir auch zum Löwenhaus fahren. So. Jetzt wieder einsteigen. Guten Morgen. Tag. Hallo. Ich kann Fahrscheine kaufen. Umso besser.
Umso besser. Umso besser. Dann muss ich nicht mit dem denken, wie ich zurückkriegt. Na, der Bus manchmal nicht so wirklich. Und richtig ins Schnaufen, der Bus. So. Bülowstraße. Bülowstraße sind wir jetzt. Mettenhofer Straße. Okay, Anna-Straße. Praktisch. So, jetzt werden noch viele Leute scheinbar aussteigen, weil sie hier ihre Arbeitsstelle scheinbar haben. Müssen wir kurz warten. Die Ampel ist teilweise an dieser Kreuzung ziemlich lange rot. Teilweise so lange dauert, bis die auf grün geht. Und jetzt geht's schnell. Zur Rush-Hour, da würden wir jetzt hier, denke ich mal, locker 20 Minuten stehen. Wir sind sogar pünktlich. Das ist ein Stichwort. Am Anfang waren wir vielleicht 1-2 Minuten zu spät, aber jetzt sind wir pünktlich. Müssen wir mal kurz warten. So. Die Frage ist, kommen wir jetzt da rum? Ah, die Straße ist weit noch. Ein bisschen mit. Hat's ein bisschen am Bordstein, nehme ich den einfach mal mit. Das ist nicht so schlimm. Können wir keine Laterne mitnehmen. Alles aussteigen, bitte. Hallo. Müssen nicht alle aussteigen. Hallo. Hallo. So. Können wir weiterfahren. Und haben dann noch 25 Minuten zu fahren. Aber ist nicht schlimm. Anna-Straße. Kollege, wo willst du hin? Wieso machst du einen Blinker nach links und fährst dann Slalom und fährst dann rechts? Das ist das, was ich bei den Autofahrern manchmal nicht so verstehe. Die fahren dann so Slalom, links, rechts. Das ist ziemlich komisch. Vor allem, das ist Omni 2 Fahrphysik. Aber müssen wir nicht verstehen. Jetzt sind wir in Gracht. Alheim-Gracht. Interessant. Interessanter Name tatsächlich, habe ich noch nie gehört. Ja, die Fahrer sind heute ziemlich genervt. Merkt man. Aber das ist mir egal, ich fahre trotzdem weiter. Können sie zwar alle rausschmeißen, aber habe ich nichts von. Deswegen bleiben sie alle im Bus. Ich fahre die zur Arbeit. Morgen. Morgen. Moin. Gehen sie mir natürlich immer noch einen Keks, dann kriegen sie raus. Würde, glaube ich, jeder Busfahrer machen. Die einfach rausschmeißen, wenn die zusammen Keks gehen. Aber ich bin nur ein netter Busfahrer, ich lasse ihn auch drin. Deswegen Friedhofsgracht. können sie von Glück schätzen, dass ich nicht so ein arroganter Fahrer bin und sie rausschmeiße. Wenn ich das ja nicht könnte. Ich mache es aber nicht, weil dann mein Job auf dem Spiel steht. Will ich in dem Sinne auch nicht. Dass ich meinen Job verliere durch die Leute. Also einfach immer relaxen. Und entspannen. Das ist einfach ein Stressberuf. Aber was will man machen? Hallo. Hallo. Geht zu. Und fahren dann weiter. Da fuhr jetzt auch gerade der Kollege an uns vorbei. Der fährt jetzt wieder dahin, wo wir eben herkamen. Wir fahren jetzt nach Löwenhaus, da wo er gerade herkam. Skaralscher Park. Was? Geraldscher Park? Okay. Geraldscher Park. Nicht, überhaupt nicht, aber werden wir jetzt gleich mal gucken, was das ist. Da drin stehen. Tatsächlich hast du auch Leute hier in Omsi, die nehmen einem die Vorfahrt, indem sie einfach in den Kreisverkehr reinfahren. Und das ist das, was auch vielleicht zu einem Unfall führen kann. Deswegen habe ich die Kollision aus, weil die auch teilweise unsichtbare Wände sind. Und das ist manchmal ein ziemliches Problem. Aber das soll uns nicht stören, wir schaffen das schon. Wir boxen uns hier durch einfach. Muss ich einmal
Das heißt, da kann uns keiner entgegenkommen. Das ist unser Vorteil. Hier sind noch 30 nicht. Aber hier will ja jemand aussteigen und einer einsteigen. Mach mal hin mit Jörg. Sprechen irgendwie nicht, Fahrgäste. Wissen scheinbar, wer hier am Steuer sitzt. Wir haben schon Angst, wenn wir jetzt zu sprechen. So. Irgendwie manchmal ist das Problem, dass der Bus nicht wirklich losfährt. So. Geht gerade, das heißt, wir fahren jetzt erstes. So. Wenn wir nämlich als Test gekauft haben. Grachter Markt. Oh, ich bin auf der falschen Spur, ist uns total aufgefallen. Ich habe noch nicht gesehen, was wir gemacht haben. Wir haben jetzt mal kurz irgendwas aktuell gerade. Das Haus kann fliegen. Hier stehen plötzlich keine Häuser mehr. Krass. Dass diese Karte so verpackt an der Stelle. Aber das ist okay. Wir uns nicht davon abhalten, dass wir hier weiterfahren. Und dass hier irgendwie verpackt ist. Warum? Weiß ich nicht, gebe ich in die Häuser noch richtig. Solange unsere Haltestelle da ist. Wo ist denn unsere Haltestelle überhaupt? Ach, wir gehen sogar auf der falschen Seite. Ah. Ja, Leute, das passiert, wenn man nicht aufpasst, wenn man sich darauf verlässt. Lass mal kurz hier raus. Ich mich gerade darauf verlassen habe, dass auf der anderen Seite die Haltestelle ist. Ja, gut. Ist nicht schlimm. Kann man weiter. Und geht einfach geradeaus. Schnell. Mettenhofer Straße. Keiner gesehen. Hier ist irgendwie stehen die ganzen Häuser hier. Und jetzt ist wieder alles normal. Also war scheinbar wirklich Ahlheim, Laurensbach. Beziehungsweise Ahlheim V5 Park. Nicht Laurensbach, sondern V5. Komisch, aber okay. Viel ist wieder da. Immer an der Stelle backt das immer ein bisschen. Aber ist nicht schlimm, wir sind ja trotzdem mal durchgefahren, auch wenn wir hier jetzt einen Bug haben. Bug im Tal hier. Der sich uns hingestellt hat. Irgendwas ist hier im Busch. Irgendwas ist hier doch im Busch. Ja, irgendwas ist hier im Busch. Vater, der hat keine Lust auf uns. Ich kann verstehen, ich hätte nämlich auch keine Lust auf die Karte, aber ich weiß trotzdem. Komischerweise sind alle Fahrgäste weiß. Warum auch immer. Nicht, dass es sein soll. Ah, jetzt ist unser Display auch noch weiß. Super, das ist auch weiß. Das ist doch tipptopp. Irgendwie haben sie heute ärgern. Aber ich lasse mich heute nicht ärgern. Nicht heute, nicht hier und nicht jetzt. Haben sie, glaube ich, seine Probleme wieder. Irgendwas buggt hier bei Omsi heute massiv. Ja, unser Omsi hat heute wieder Probleme. Ja, wir fliegen. Red Bull verleiht Flügel. Wir konnten fliegen. Ja Leute, dann müssen wir jetzt wieder an dieser Stelle abbrechen leider. Tut mir leid, wir können die Karte nicht zu Ende fahren. Irgendwas buggt hier heute extrem. Das freut mich, dass ihr bis zu dieser Stelle weitergeschaut habt. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Wertung da. Einen Daumen hoch, ein Abo, da würden wir uns freuen. Im nächsten Video sehen wir uns rein. Ciao Leute, tschüss.